Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um D-Log-basierende Hash-Funktionen. Und ja, das ist tatsächlich eine konkrete Konstruktion von dem, was wir letztes Mal hier abstrakt uns angeguckt haben. Wenn ihr nicht wisst, was eine Chameleon-Hash-Funktion sein sollte, dann würde ich euch das letzte Video stark empfehlen. Ansonsten könnt ihr jetzt gerne dabei bleiben. Okay, wir wollen auf D-Log basieren, dem diskreten Logarithmusproblem. Das basiert dann wiederum auf einer Gruppe G, in der angenommen wird, dass der diskrete Logarithmus nicht effizient berechnet werden kann. Diese Gruppe muss kommutativ sein und die Anzahl an Elementen in der Gruppe muss eine Primzahl sein. Und wir haben auch noch einen Generator G gegeben. Das sind sozusagen die grundlegenden Dinge. Wenn ihr gerade absolut keinen Plan habt, von was ich rede, dann würde ich euch meine anderen Videos dazu vorstellen. Es gibt ein eigenes Video tatsächlich zu dem D-Log-Problem und da zeige ich das dann ein bisschen genauer. Okay. Was ist jetzt mit unserer Chameleon-Hash-Funktion, also dieses CH von M,R, das bildet ab von dieser Gruppe ZP, also G ist normalerweise meistens die ganzen Zahlen modulo P, P ist unsere Ordnung, das bedeutet normalerweise alle Zahlen von 0 bis eben P minus 1, dann haben wir P-Zahlen insgesamt drin und ja, diese Zahlen können unsere Nachrichten sein und unsere Zufallswerte auch. Gut, machen wir weiter und zwar hier mit dem Gen-Algorithmus. Also was passiert bei dem Generierungsalgorithmus? Hier müssen wir eine Hash-Funktion tatsächlich ausspucken. Das ist gar nicht so kompliziert. Wir ziehen uns einfach ein X zufällig aus dieser Gruppe. Achso, ja, Achtung, Vorsicht, falls manchmal diese Gruppe G tatsächlich eine andere Gruppe ist, wir ziehen uns X trotzdem immer aus Z modulo P, also den ganzen Zahlen modulo P. Genauso die Nachrichten dürfen auch aus Z modulo P sein und die Random-Werte auch. Selbst wenn die Gruppe was anderes ist, nur die Hash-Werte sind dann eben aus der Gruppe tatsächlich. Okay, aber ja, wie gesagt, ihr müsst da nicht genau drauf achten. Ich denke, die Gruppe müsste eigentlich meistens angegeben sein. Okay, dann berechnen wir uns einen Hashwert H, kein Hashwert H, sondern einen Wert H. Vorsicht, das ist kein Hashwert. Das kommt aus dem D-Log-Problem, da haben wir das auch immer H genannt. Deswegen nenne ich das jetzt auch weiterhin H als G hoch X. So, G hoch X können wir effizient berechnen, ist ja einfach eine Potenz. Aber wir können aus H das X nicht mehr effizient berechnen, weil D-Log-Problem, das ist quasi das ganze Problem. Wir können aus H kein X finden, gegeben ein G. Das ist das ganze diskrete Logarithmusproblem im Prinzip, kurz zusammengefasst. Okay, dann ist die Chameleon-Hash-Funktion, ach komm schon, die Chameleon-Hash-Funktion sieht dann so aus, sie nimmt eine Nachricht M und einen Zufallswert R und sie spuckt uns folgendes aus. G hoch M, also G hoch die Nachricht M und das Ganze mal, Achtung, das Mal bezieht sich nicht auf den Exponenten hier, nur dass ich es gesagt habe, G hoch M mal H hoch R. So, das ist im Prinzip unsere Chameleon-Hash-Funktion und unsere Abbildungsvorschrift. Und unsere Trapdoor T, naja, dürft ihr dreimal raten, was die Trapdoor T ist. Ich würde sagen, ihr pausiert mich jetzt einfach ganz kurz, überlegt mal ganz scharf nach und dann macht ihr weiter. Es ist nämlich X. So, das ist alles, also im Prinzip wirklich kein Hexenwerk. Und jetzt sollte euch das Ganze stark an die Einmalsignatur erinnern, die auch auf dem D-Log-Problem basiert. Das ist quasi das Analogon zu, den Chameleon-Hash-Funktionen. Okay, dann der Trapdoor-Collision-Algorithmus ist ähnlich wie der Sign-Algorithmus, nimmt eine Trapdoor T, eine Nachricht M, einen Random-Wert R und eine Nachricht M Stern, wie wir bereits wissen. Und dann sagen wir erstmal wieder, okay, ich definiere mir mein X als die Trapdoor T, damit wir die einheitliche Schreibweise hier haben und alles gleich aussieht. Dann sagen wir, was machen wir denn? Beziehungsweise was wollen wir genau haben? Schaut euch mal den Hashwert hier an. Der soll also der Hashwert von M,R steht hier auch drin, M,R soll gleich sein, also CH von MR soll gleich sein wie der Hashwert von M Stern, R Stern. Also hier einfach ein M Stern und ein R Stern hin. Ja, die beiden sollen gleich sein. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir können nämlich hier H umschreiben als G hoch X, denn X ist ja unsere Trapdoor. Also können wir hier sagen, okay, wir setzen als H G hoch X rein, mal R, weil
Potenzen und so, Potenzgesetze, ich glaube, die dürften mittlerweile klar sein, die muss ich jetzt langsam nicht mehr wiederholen. Dann können wir hier oben einfach sagen, okay, das ist ein Plus im Exponenten, denn es ist ja dieselbe Basis jetzt. Wenn man die Trapdoor natürlich nicht kennt, dann kann man das nicht einfach so machen, denn dann ist die Basis eine andere. Also h kann ich nicht einfach umschreiben als g hoch x, denn ich kenne ja x gar nicht. Oh ja, ich kann schon, aber ich kenne halt x nicht. Und was ich dann machen kann, ist hier einfach sagen, ja gut, g hoch m plus xr gleich g hoch m Stern plus xr Stern, dann ist offensichtlich der Exponent derselbe, weil, ja, dann gibt es ja nichts anderes mehr, also die Basis ist ja dieselbe. Das heißt, wir können sagen, m plus xr gleich m Stern plus xr Stern und das Ganze wird übrigens permanent modulo p gerechnet, tut mir leid, wenn ich das gerade nicht gesagt habe. Ja, und was wir hier berechnen wollen, ist r Stern. Das heißt, wir müssen die ganze Gleichung jetzt ein bisschen umformen nach r Stern. Erstmal ziehen wir das m Stern auf die andere, das m Stern auf die andere Seite, minus m Stern, so, plus x mal r Stern und dann teilen wir noch durch x, also so, durch das Ganze hier übrigens, durch x, so, und jetzt könnt ihr von mir aus das Ganze noch irgendwie hier ausklammern oder sowas. Mir ist das völlig wurscht, wie weit ihr das auflösen wollt. Dann teilen wir nämlich nur den Teil hier durch x und rechnen plus r drauf und haben dann r Stern. So, und das ist im Prinzip alles, was ihr machen müsst, um r Stern zu berechnen. Den Beweis, dass es richtig ist, habt ihr auch gerade schon gesehen, weil ich es euch quasi hergeleitet habe. Und so funktioniert die Chameleon-Hash-Funktion, die auf dem D-Log-Problem basiert. Den Beweis werde ich euch jetzt ersparen, damit wir hier tatsächlich auch ein bisschen vorwärts kommen, weil der ist echt langweilig, im Prinzip genau derselbe wie für die Einmalsignatur, nur dass wir jetzt die Kollisionsresistenz hier von unserem CH brechen wollen und nicht mehr das Einmalsignaturverfahren. Das heißt, wenn ihr das Ganze mal selber macht, spielt zwischen A und B das Spiel, das die Hash-Funktion CH bricht, ohne die Trapdoor zu kennen, und dann spielt zwischen B und dem Challenger das D-Log-Spiel und versucht das zu brechen. Das geht, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich wie die Einmalsignatur und deswegen machen wir das jetzt nicht. Okay, das war's dann von meiner Seite auch schon wieder. Nächstes Mal schauen wir uns die RSA-basierten Chameleon-Hash-Funktionen an und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!